Hallo meine Freunde. Hola Madridistas. Heute mal ein etwas anderer Hintergrund. Ich glaube, das passt besser zum Q&A, Questions and Answers. Ich habe es gestern F&Q genannt. Fragen und Questions. Also danke für die ganzen Kommentare, die mich darauf hingewiesen haben. Ja, meine einzige Entschuldigung ist, dass ich gehört habe, wenn man gerade etwas auf Kohlenhydrate verzichtet, dann, dass das gute Ding da oben nicht so gut funktioniert. Deshalb habe ich mich heute oder konzentriere ich mich beim Beantworten der Frage insbesondere, damit ich nicht mehr so einen Quatsch sage wie gestern. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, viele von euch wissen, was ich jetzt sagen werde. Ich hatte gestern, glaube ich, über 100 Kommentare. Ich kann natürlich keine 100 Fragen beantworten. Ich habe mir ein paar rausgepickt. Sollte deine Frage jetzt nicht dabei sein, sei bitte nicht böse. Probier es das nächste Mal wieder oder schreib mir in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich täglich sehr viele Kommentare, also vielleicht hast du da ein bisschen mehr Glück. Ja, ansonsten unterhalten wir uns heute über mich, über Real Madrid, über Bellingham, über Arda Güler, über meine Lieblingsmannschaft etc. pp. Also es wird eine Menge Themen geben. Viel Spaß dabei. Ja, und einer der Kommentare, der mir sehr gefallen hat, wo ich gedacht habe, ach, das ist gut, um ins Video reinzukommen, kommt vom Faxenmacher. Er hat geschrieben, kleines Quickfire, schnell mit einer einfachen Begründung beantworten. Und ihr seht den Kommentar, rasen wir da mal durch. Pizza oder Burger? Ich bin eher der Burger-Typ. Radfahren oder Schwimmen? Dann fahre ich eher Fahrrad, Schwimmen. Ich genieße es zwar im Pool zu planschen, aber jetzt so richtig schwimmen feiere ich nicht unbedingt. Also da bin ich eher der Radfahrer. Jogginghose oder Jeans, kommt drauf an. Also wenn ich draußen unterwegs bin, bin ich eher der Jeans-Typ. Ich bin über 40, da passt eine Jogginghose nicht mehr zu mir. Aber wenn ich zu Hause relaxe oder kurze Hose, dann mag ich eher so lockere Sachen, ja. Dann Stadion oder Fernseher? Stadion, vor allem das neue Santiago Bernabéu. Der FC Barcelona oder Atletico Madrid mehr Sympathie. Also ich glaube, die waren früher mal auf einem gleichen Level, aber inzwischen eher Atletico Madrid. Gar nicht so sehr wegen den Spielern oder so, sondern eher wegen der Vereinsführung, was der FC Barcelona gegen die Integrität des Fußballs macht, gegen die Fairness. Und deshalb ist der FC Barcelona zurzeit bei mir ziemlich weit unten angesiedelt, wenn nicht sogar ganz unten. McDonald's oder Burger King, da bin ich eher der Burger King-Typ. Ich bin zwar früher mit McDonald's aufgewachsen, früher war es das Beste, was es gab, nach dem Schwimmbad oder nach dem Kino zu Mc's, das war Kult, das war so schön, aber ich glaube, die Qualität von Burger King ist etwas besser. Oh Gott, ich hoffe, ich werde in den Kommentaren nicht erschlagen. Oder ich hoffe, Burger King möchte einen neuen Werbepartner. Was haben wir hier noch? Suppe oder Salat? Also als Kind habe ich Suppe eher gefeiert, vor allem Spargel- und Tomatencremesuppe. Boah, die habe ich geliebt. Inzwischen essen wir in Spanien relativ oft einen Salat, weil ich versuche ja auch auf meine Linie zu achten. Ich versuche abzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, ich habe auch schon sehr leckere Salate entdeckt. Also zurzeit ist Salat vorne. Cardiosport oder Kraftsport. Und das ändert sich bei mir tatsächlich. Früher war es eher der Cardiosport, aber jetzt hat ein neuer Trainer hat mir so ein bisschen Kraftsport gezeigt und es fängt schon an, mich so zu triggern. Ich kann es die letzten 2-3 Tage nicht so machen, leider, wie ich es gerne würde, aber ich freue mich schon wieder, wenn ich in Spanien bin, dass ich wieder Kraftsport zulege. Also ich glaube, zurzeit ist Kraftsport vorne. Arda oder Mesut Özil? Oh Gott, jetzt versuchst du mich zu töten, weil ich bin ein ganz großer Mesut Özil-Fan gewesen. Es war eine Freude, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Der hat gezaubert, der hat getanzt, aber bei Mesut Özil hat es mir im Herzen wehgetan, dass er Madrid verlassen hat, um nach Arsenal zu wechseln. Ja, da hat mein Herz geblutet und ansonsten muss ich einfach sagen, ich glaube, ich bin mit der größte Arda-Fan der Welt. Ich glaube, Arda wird besser als Mesut Özil. Deshalb sage ich Arda Güler. Ronaldo oder Messi? Brauche ich die Frage überhaupt beantworten? Da gibt es, glaube ich, nur eine Antwort. ZOM oder RVLV, also rechter Flügel oder linker Verteidiger? Rechter Verteidiger, linker Verteidiger oder ZOM? What? Ich dachte, du meinst Flügel. Naja, ZOM habe ich früher selber gespielt, ist, glaube ich, die interessanteste Position in der Welt des Fußballs. Ich werde immer die ZOMs lieben, also ZOM. YouTube oder Netflix? Ich dachte früher, ich würde die Antwort immer mit Netflix beantworten, aber wenn ich mir selber zuschaue, ich glaube, ich gucke so viel YouTube. Also zurzeit ist es auf jeden Fall YouTube.
Strand oder Stadt, um Urlaub zu machen? Eher Strand, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Strandtyp bin, weil Sand klebt und was auch immer manchmal. Also ich glaube eher Strand, wobei ich gerne am Pool liege. Musik, ein kaltes Getränk, das fühle ich am meisten. Adidas oder Nike? Beides überragende Marken, gibt Unterschiede. Es gibt Sachen, die ich von Adidas mehr feiere, es gibt Sachen, die ich von Nike mehr feiere. Also mehr oder weniger gleich. Vielleicht ist Nike eine Nasenspitze vorne, aber naja, beides finde ich super. Und zu guter Letzt iOS oder Android. Und auch da hätte ich früher immer iOS gesagt, Apple etc. Aber inzwischen habe ich ein Z Fold Handy, also so ein Handy, was man aufhalten kann. Und das ist für meine Arbeit so gut, weil ich kann die Videos gut sehen, ob ich die Schnitte gut gemacht habe, ich kann die Kommentare gut beantworten. Also zurzeit feiere ich das Z Fold und ja, zurzeit bin ich ein Android-Mensch. Ja, ich glaube, das war die Quickfire-Runde und ich habe mir überlegt bei dem Video, ich starte zuerst mal mit so persönlichen Fragen und gehe dann weiter am Ende zu Real Madrid, zu einer Frage, die viele von euch beschäftigt hat. Und deshalb mache ich jetzt weiter mit der Frage von Dionsios. Hallo Mario, wie lange habt ihr schon vorgehabt, nach Spanien auszuwandern? Und das ist tatsächlich so ein Thema, was meine Familie schon mindestens 10 Jahre verfolgt. Wenn es nach meiner Frau gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich schon vor 20 Jahren ausgewandert. Wir sind schon über 20 Jahre zusammen. Aber das Leben hat uns die Möglichkeit nicht geboten. Meine Eltern sind hierhin ausgewandert. Meine Frau habe ich hier kennengelernt. Wir haben beide unsere Ausbildung hier gemacht, meine Frau im Krankenhaus, ich bei der Sparkasse. Danach hat meine Frau studiert. Wir mussten das zusammen alles irgendwie finanzieren. Ich glaube, wir hatten nie schwarze Zahlen auf dem Konto. Also ja, wir haben es aber irgendwie zusammen immer geschafft. Aber Spanien war immer im Hinterkopf, vor allem bei meiner Frau. Ich hatte mich so ein bisschen mit der Situation abgefunden, dass die Wirtschaftslage in Spanien es einfach nicht erlaubt, dahin zu ziehen, dass wir hier in Deutschland einfach mehr verdienen, uns mehr leisten können, Urlaube machen können, Kinder bekommen können etc. Ja, dann haben wir irgendwann, meine Frau hat einen Pflegedienst gekauft, dadurch hatten wir halt andere Möglichkeiten, aber trotzdem war ich an die Sparkasse gebunden. Ja, bis wir irgendwann entscheiden mussten, wer geht hier in Elternschutz, und meine Frau hatte gerade die neue Gesellschaft, die neue Firma neu gekauft, also war es relativ klar, dass ich in Vaterzeit gehe. Ja, und dann fing es an, dass mir irgendwann langweilig war, als ich die Kinder morgens zur Kita gebracht habe. Und bis ich die um 14 Uhr wieder abholen konnte, konnte ich nicht einfach nur Daumen drehen und Serien gucken. Das war vielleicht eine Woche ganz interessant, vielleicht auch 2, aber spätestens dann hat die Langeweile gehittet. Ja, und dann kam irgendwann die Idee, warum machst du keine YouTube-Videos? Ja, und dann hat sich das mit dem Kanal hier so entwickelt und ich habe so eine Freude daran entwickelt, was für eine Community hier entsteht, wie viele nette Menschen ich kennengelernt habe, wie viele Leute mich unterstützt haben. Ich habe richtig gemerkt, das war also eine Bewegung, hört sich blöd an, aber so eine Gemeinschaft, so eine, ja, man hat endlich Madridistas so zusammen. Ja, und natürlich verdiene ich jetzt mit diesem Kanal noch lange nicht so viel, wie ich bei einer Bank verdienen würde. Aber erstens glaube ich oder hoffe ich, dass euch das hier gefällt, dass es euch was wert ist, dass sich das hier irgendwann in eine Richtung entwickelt, wo ich auch meinen Teil zur Familienkasse mit beitragen kann. Also das ist das Ziel. Und jetzt hatten wir dadurch die Möglichkeit, ich kann auch von Spanien meine YouTube-Videos machen. Ich kann morgens die Kinder zur Schule fahren oder von der Schule abholen, in der Zeit meine Videos machen, danach mit den Kindern Zeit verbringen. Ich glaube auch, wenn ich das hier so Vollkontakt ernst nehmen würde, würde ich wahrscheinlich auch noch Instagram, TikTok, Facebook, was gibt es nicht alles, Kick. Es gibt so viele Sachen, die ich noch machen könnte. Aber mir ist es halt super wichtig, meine Kinder sind nur einmal jung. Und meiner Frau ist das genauso wichtig. Wenn wir die Kinder von der Schule abholen, möchten wir für die da sein. Wir möchten mit denen zum Strand, ein Eis essen, am Pool spielen. Einfach nur was spielen mit meinen Kindern zum Fußball, zum Karate, zum Tanzen. Also solche Sachen möchten wir mit denen unternehmen. Und deshalb bleibt es zurzeit bei meinen YouTube-Videos hin und wieder, wenn ich noch Zeit habe, bevor wir die abholen, mache ich nochmal einen TikTok. Ja, aber das ist der Stand der Dinge. Und Spanien hat uns eigentlich immer schon verfolgt. Jetzt hatten wir zum ersten Mal die Möglichkeit und deshalb haben wir es gemacht. Ja, und in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich die Frage hier auserwählt habe, aber einige haben mich auch gefragt oder immer wieder kommt die Frage, warum bist du eigentlich wieder in Deutschland? Also es ist so eine Mischung aus 2 Sachen. Nummer 1, in der Firma von meiner Frau gab es tatsächlich Not an Mann. Also meine Frau musste wieder zurückkommen, um selber zu arbeiten. Wir haben natürlich meine Frau begleitet, um so lange wie möglich zusammen zu sein. Und gleichzeitig
haben wir ja ein Haus, was wir hier verkaufen wollen. Jetzt sind wir auch tatsächlich schon im Endspurt. Also wir haben ein sehr nettes Pärchen kennengelernt, die an dem Haus interessiert sind. Ich hoffe, das klappt jetzt alles, wie wir uns das alle wünschen. Und dann haben wir quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Meine Frau konnte in der Firma helfen. Wir konnten das Haus tatsächlich verkaufen. Und ja, dann geht's zurück. Heute in einer Woche geht's zurück. Genau, Dienstag. Ist heute Dienstag? Ich hoffe. Sonst blamiere ich mich. Ja, heute in einer Woche fliege ich zurück mit den Kindern und meine Frau kommt so schnell sie kann zurück. Ja, gehen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar ist die vom lieben Senpai. Also wirklich, muss immer am Ende deiner Videos fett grinsen. Dein Alamari versprüht wirklich eine Menge positive Energie. Das soll auch so sein. Ich möchte euch mit positiven Vibes in den Tag verabschieden nach meinem Video. Also schön, dass das klappt. Eine Frage, die ich aber nicht wirklich was mit Fußball zu tun hat. Wohnst du eigentlich jetzt hauptsächlich in Deutschland oder in Spanien? Das Meer im Hintergrund sah ein wenig besser aus. No hate gegen dein aktuelles Setup. Ja, nee, also ich glaube, das war die Frage, die ich quasi eben schon beantwortet habe. Also wir wohnen schon in Spanien. Ab und zu müssen wir zurück, um in der Firma zu helfen. Aber meine Kinder gehen in Spanien zur Schule. Also unser Hauptwohnsitz ist zurzeit Spanien. Dann hat der liebe Roman gefragt, interessierst du dich auch für andere Dinge von Real Madrid, die nichts mit dem Männerfußball zu tun haben? Also schaust du hin und wieder mal die Spiele der Frauenmannschaft oder das Basketballteam von Real Madrid? Ja, und ich glaube, es gibt niemanden oder wahrscheinlich Gleichwertige, die so Real Madrid verrückt sind wie ich. Ich schaue alles, wenn es um Real Madrid geht. Also, naja, ich konkretisiere das mal. Ich schaue vor allem gerne auch den Jugendfußball. Und zwar schon bei den 9-Jährigen, 10-Jährigen, 13, wenn da Turniere sind, die auf Real Madrid TV übertragen werden, manchmal auf YouTube, schaue ich das gerne, um zu schauen, welche von diesen Jungs schaffen den Sprung in die erste Mannschaft. A-Jugend sowieso, Castilla auch, aber das ist schon Männerfußball. Und um auf deine Frage konkreter zu antworten, mein Kumpel und ich haben mal vor, ich weiß nicht, 4, 5 Jahren, 6 Jahren, wie lange das jetzt her ist, vielleicht auch schon 7, haben mal eine Real Madrid-Woche gemacht. Und zwar waren wir in Madrid für 7 Tage und ich glaube, in den 7 Tagen haben wir 8 oder 9 Veranstaltungen von Real Madrid besucht. Wir waren bei 2 Champions League-Spielen, oder besser gesagt Euroleague-Spielen. Da hat Luka Doncic damals mit 16 Jahren für Real Madrid gespielt. Danach waren wir bei Real Madrid Castilla. Wir haben uns die Youth League angeguckt. Wir haben uns das Champions League-Spiel gegen Borussia Dortmund angeguckt. Also ich versuche, so viel es geht, so viel meine Zeit es erlaubt, von Real Madrid zu schauen. Den Basketballern schaue ich sehr gerne zu. Und jetzt muss ich aber tatsächlich ein kleines Aber sagen. Frauenfußball schaue ich vielleicht 4-mal im Jahr, wenn es hochkommt. Wenn es gegen Barcelona geht, schaue ich mir die Spiele an. Wenn die Mädels in der Champions League weiterkommen, schaue ich es mir gerne an. Wenn gar kein Fußball europäisch läuft und die Frauenmannschaft läuft, dann schaue ich da auch schon mal rein. Aber ich kann dir, glaube ich, von den Frauen 3 oder 4 Spielerinnen nennen, da hört es auch tatsächlich schon auf. Also Frauenfußball feiere ich noch nicht so sehr, bin ich ganz ehrlich. Ja, dann hat der Coco Jumbo, hey, Coco Jumbo, hat mich gefragt, von welchem Verein wärst du Fan, wenn es nicht Real wäre? Oder welche Sportart interessiert dich außer Fußball? Und ich glaube, ich kann beides relativ gut beantworten. Ich glaube, ich wäre so ein regionaler Fan. Ich bin hier in der Nähe von Düsseldorf und Köln etc. zur Grundschule gegangen. Meine Klasse war so geteilt in der Grundschule in Köln-Fans und in Gladbach-Fans. Ich fand, mein bester Kumpel war damals Köln-Fan, deshalb war ich auch Köln-Fan, so war das nun mal in der Grundschule. Aber ich habe ihm auch immer gesagt, aber ich bin Real Madrid-Fan. Also Köln war schon immer quasi meine zweite Mannschaft. Ich beurteile das immer so, 99,99% meines Fußballherzens gehören Real Madrid und das kleine bisschen gehört den ersten FC Köln. Also, auch wenn Köln absteigt, was sie in letzter Zeit im Laufe meiner Jugend sehr oft gemacht haben, geht bei mir jetzt keine Welt unter, aber ich schaue immer Köln, wenn es möglich ist. Ich glaube, diese Saison habe ich jedes Spiel geguckt, letzte Saison, zweite Liga, habe ich, glaube ich, auch fast jedes Spiel geguckt. Also, ich glaube, mein Verein, wenn es nicht Madrid wäre, wäre es so regional hier, dann wäre es wahrscheinlich der erste FC Köln. Also, man kann mir auch nicht vorwerfen, dass ich ein Erfolgsfan bin. Im Gegenteil. Ich beantworte in diesem Sinne auch mal eine Frage, die oft gestellt wird. Wie bist du Real Madrid-Fan geworden? Ich sag's immer wieder, ich hatte keine Wahl. Ich bin in einer Real Madrid-Familie geboren worden. Mama, Papa, Bruder, Schwester, alle waren Real Madrid-Fans. Ich hatte quasi keine Wahl. Ich bin als Madridista auf die Welt gekommen. Sonst, wie gesagt, das hat nichts mit Erfolg zu tun. Im Gegenteil, als ich aufgewachsen bin, hatte Madrid, keine Ahnung, 10, 20 Jahre keine Champions League gewonnen. Also, ja, ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich mach's kurz, regional. Und welche Sportart feiere ich sonst, wenn es kein Fußball ist?
Ich schaue zum Beispiel auch gerne Basketball, Real Madrid. Also es dreht sich bei mir relativ viel um Real Madrid, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist so gefühlt wie eine Religion. Also Basketball schaue ich gerne, aber ich gucke auch ab und zu mal American Football. Aber Fußball ist schon klar die Nummer 1. Dann, um langsam mal in Richtung Fußball und Real Madrid zu kommen, hat Real Madrid X7, X5i gefragt, welchen FC Barcelona-Spieler magst du am meisten? Nicht. Das hat mich ein bisschen, war das Borat oder wer war das? Der am Ende immer gesagt hat, nicht. Also daran hat mich die Frage ein bisschen erinnert, musste ich schmunzeln. Ja, und ich mache es mal aktuell und legendär. Fangen wir mal so an. Ich glaube, den Spieler aus dem aktuellen Kader vom FC Barcelona, den ich am meisten mag, ich beantworte mal beide Fragen, ist Marc-André ter Stegen tatsächlich, weil der gerade ist. Also so viele Sachen sind beim FC Barcelona in letzter Zeit gelaufen, die nicht gerade waren, die immer hinterrücks etc. waren. Und Marc-André ter Stegen hat gesagt, mir reicht's. Ich bin geradeaus. Und das hat mir sehr viele Sympathiepunkte für Marc-André ter Stegen gebracht. Obwohl er bei den Mannschaften gespielt hat, wo man denken könnte, ich muss den Mann hassen. Der hat bei Gladbach gespielt und bei Barcelona. Und ich als Köln und Real Madrid könnte man sagen, Marc-André ter Stegen, nein. Aber menschlich hat er mir bewiesen, dass der geradeaus ist, dass das ein cooler Typ ist. Also ich glaube, den ich aus dem Kader zurzeit am meisten bei Barcelona mag, ist ter Stegen. Wen ich zurzeit am wenigsten mag aus dem Kader vom FC Barcelona. Naja, ich glaube, von der fußballerischen Art, von der Art und Weise, wie der Fußball spielt, ist das, glaube ich, so ein Gavi oder so ein Fermin. Ich glaube, die sind so dreckig, immer einen Ellbogen, Gegner schubsen ohne Ball und so. Und sowas mag ich überhaupt nicht. Deshalb würde ich einfach, glaube ich, mit Gavi gehen. Und generell, ich glaube, der Spieler, den ich am sympathischsten fand in der Geschichte vom FC Barcelona, ist, glaube ich, Ronaldinho. Was für ein Fußballer, was für Freude hat es gemacht, diesem Mann beim Fußballspielen zuzugucken. Schade, wie sehr er seine Karriere ein bisschen weggeschmissen hat. Viel zu früh, der hätte der Fußballwelt noch so viel geben können. Also ich glaube, Ronaldinho ist tatsächlich der Spieler, der mir am sympathischsten ist in der Geschichte von Barcelona oder Figo. Naja, okay, wollen wir mal nicht fies sein, also sagen wir mal ein Ronaldinho. Und ich glaube, auch ein Puyol zum Beispiel war mir sympathisch, wenn ich mal so sagen kann. Und der Spieler, der mir am unsympathischsten war, gefühlt aus der Geschichte von Barcelona, so ein Stoichkov, den mochte ich nie. Der lebt jetzt auch nach seiner Karriere davon, immer nur Real Madrid anzugreifen. Und so ein bisschen geht das auch in die Richtung Piqué. Ich glaube, Piqué ist ein ganz falscher 50er, hat hinterrücks ganz viele dreckige Geschäfte gemacht, rund um die spanische Fußballliga und auch immer wieder auf Real Madrid gehetzt. Naja, also ich glaube, Piqué und Stoichkov sind so die Spieler, die ich am wenigsten mochte beim FC Barcelona. Und Madrid hat gleichzeitig noch eine Frage gestellt. Und zwar hat er gefragt, wird Real Madrid Meister? Wie weit kommt Real Madrid in der Champions League? Ja, und Meister, ich glaube, ich habe es am Anfang der Saison schon gesagt, es wird ein ganz enger Zweikampf. Madrid und Barcelona werden sich nicht viel schenken. Es wird viele Punkte wirst du brauchen, um spanischer Meister zu sein. Real Madrid hat super gestartet, der FC Barcelona auch. Madrid hat jetzt einen kleinen Vorsprung, das bedeutet aber nichts. Ja, und ich möchte jetzt nicht wie eine kaputte Schaltplatte hören. Aber ich glaube, wenn die spanische Liga ein fairer Wettbewerb wird, wenn die Schiedsrichter sich mal auf die Kette bekommen oder mal... Ja, ich glaube, es wird nicht mitten in der Saison neue Schiedsrichter geben. Aber ich glaube, wenn alles neutral laufen würde, glaube ich tatsächlich, Madrid hätte am Ende die Nase vorne. Dieser neue Trainer, dieser neue Impuls, der hilft weiter. Die Jungs gehen den Extrameter. Beim FC Barcelona habe ich vielleicht das Gefühl, vielleicht hat man Hansi Flick zu oft schon das Gleiche sagen gehört. Es fällt an einem schwer, immer noch mal 3 Kilometer mehr zu laufen als der Gegner, vorne zu pressen, die Abseitsfalle genau auf den Millimeter zu führen. Deshalb glaube ich, dass an sich Madrid Meister werden würde. Muss man schauen, inwieweit die Schiedsrichter das zulassen. Ja, und in der Champions League. Ich halte tatsächlich Madrid zurzeit für einen Außenseiter. Wenn man sieht, was Liverpool für eine Mannschaft hat, für einen Kader. Arsenal hat einen super Kader. Manchester City, Bayern, Paris. Ich vergesse einfach mal Paris. Die Leistungsdichte ist so hoch, dass es, glaube ich, keiner voraussagen kann, wer am Ende die Champions League gewinnt. Ich hoffe und erhoffe mir für mein Real Madrid, dass wir es ins Halbfinale schaffen. Und ab dem Halbfinale ist alles möglich. Ich glaube, ab dem Halbfinale kann jede Mannschaft, da kommt es auf die Tagesform an, auf das kleine Spielglück, ob es an dem Abend auf deiner Seite ist oder nicht. Also theoretisch kann Madrid natürlich die Champions League gewinnen, aber mein Ziel, meine Hoffnung ist, dass wir es zumindest erstmal ins Halbfinale schaffen.
Ja, und ich glaube, die Frage, die euch am meisten umtreibt, das ist eine Frage, die ich relativ häufig bekommen habe. Ich blende mal so ein paar ein. Der erste, der die gestellt hat, war aber der Check da und der hat geschrieben, Will Arda Güler's starting 11 be in danger when it comes to Bellingham? Also ich übersetze es mal. Und viele von euch haben das in verschiedenen Formen gefragt. Ganz oft Leute haben gesagt, du vergisst Bellingham etc. pp. Was passiert eigentlich, wenn Jude Bellingham zurückkommt? Ja, ist Ardas Stelle, Position in Gefahr? Und ich fange erstmal an mit meiner Meinung nach einem ganz klaren Nein. Arda Güler ist einer der unantastbaren Spieler von Xabi Alonso. Tatsächlich hatte ich eigentlich vor, morgen ein Video zu diesem Thema zu machen. Das werde ich auch morgen machen. Die Unantastbaren von Xabi Alonso. Das kann man nach der Club-WM und den ersten 3 Saisonspielen schon relativ klar sagen. Und Arda Güler ist bei Xabi Alonso gesetzt. Das hat er, das sage ich nicht, weil ich es sage, das hat er selber in der Pressekonferenz schon mehrmals gesagt. Das hat er nach dem Spiel in der Club-WM gesagt, wo er gesagt hat, ein Spieler mit diesem Talent von Arda Güler muss immer spielen. Also, und ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, aber ein Bellingham muss doch auch spielen. Ein Bellingham ist ein Ballon d'Or-Kandidat, also natürlich wird ein Bellingham spielen. Und für mich ist es relativ simpel. Das hat man auch bei der Club-WM gesehen. Also, meiner Meinung nach, sobald ein Jude Bellingham kommt, ist das hier die Aufstellung, die Real Madrid spielen wird. Wir werden, also Courtois im Tor, wir werden hinten der Abwehr wieder mit dieser Tchouaméni-Lösung spielen, wo er entscheiden kann, gehe ich nach hinten, sind wir eine Dreierkette, Fünferkette, gehe ich nach vorne, spielen wir mit einem 4-3-3 quasi oder einem 4-4-2 offensiv. Also, Carreras oder rechts ein Trent oder ein Carvajal, vielleicht setzt sich sogar ein Carvajal durch, also das möchte ich noch nicht sagen. Aber im Mittelfeld werden wir dann mit einem Tchouaméni, den haben, der nach vorne und nach hinten geht, und wir haben dann die 3 Rollen im Mittelfeld besetzt mit einem Fede Valverde, einem Arda Güler und einem Jude Bellingham. Und ich glaube, das ist auch die Lösung, auf die ein Xabi Alonso hinarbeitet. Und vorne hast du halt 2 Stürmer mit einem Vini und einem Mbappé. Also ich glaube, das ist die Aufstellung, auf die es in Champions League Finale, Halbfinale, wo auch immer man kommt, auf die Aufstellung läuft es hinaus. Natürlich wird es auch Spiele geben, wo ein Arda auf der Bank ist, ein Bellingham, ein Fede, wo wir mit einem 4-3-3 spielen, wo ein Mastantuono rechts vorne spielt, ein Brahim, wo vorne mal ein Endrick, ein Gonzalo, ein Rodrigo. Ja, Xabi Alonso wird immer viel rotieren. Aber ich glaube, das ist so die Traum-11, die Madrid in einem Champions League Finale spielen lassen würde. Also, wie gesagt, wenn ihr meine Meinung zu Arda Güler etc. hören wollt, wartet auf morgen das Video, da unterhalten wir uns ein bisschen über die Unantastbaren von Xabi Alonso. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen mehr Einblick in mein Leben gegeben, ein bisschen mehr Einblick in meine Hobbys, wie ich zu Real Madrid stehe. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Like belohnt, mit einem Kommentar, wäre natürlich ganz toll. Wenn ihr dann auch noch das Video teilen könnt oder ein Follow dalassen könntet, würdet ihr mir einen Riesengefallen tun. Ich wollte mich nochmal bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Dass dieser Kanal so funktioniert, wie der funktioniert, das liegt zum größten Teil an euch. Ohne euch würde es das hier alles nicht geben. Ich bin mir darüber sehr bewusst und bin sehr demütig und sehr dankbar. Auch wie toll es gibt, immer wieder die gleichen Kommentare, also die gleichen Menschen, die Kommentare, ich freue mich so sehr. Oder wenn ich Kommentare lese, dass ich Menschen zu Real Madrid näher führe, das ist eine Riesenfreude. Und auch die netten Kommentare, also zu mir etc. Also, wie dem auch sei, ich bin euch sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Und jetzt gibt es hoffentlich positive Energie. Also, à la Marie!